Leute, es ist mal wieder soweit. Willkommen zurück bei Big M und einer neuen Challenge. Meine Lieben, heute wird gespeist wie die Götter. Heute gibt es eine XXL-Pyramide. Heute ist das Ganze nicht alleine. Heute gibt es was ganz Besonderes. Was? Das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Let's go. Meine Lieben, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu Big M und einer neuen Folge. Wir sind in Wien. Wir starten mit unserer Wien-Tour. In Zukunft werden euch hier noch mehrere Videos erwarten. Aber wo gehen wir natürlich hin, wenn wir auch in Wien sind? Im Zentimeter. Erinnert euch, die legendäre Schwert-Challenge und Mount Burger Rest. Und wenn ich mich nicht ganz irre, wir werden den lieben Heinz jetzt aufsuchen und fragen, sind wir bisher noch immer die Einzigen, die beides geschafft haben. Heute gibt es aber, wie gesagt, was Besonderes mit einem Special Guest. Wer es ist, ihr habt ihn schon gesehen und gefeiert, das erfahrt ihr später. Wir suchen jetzt erstmal Heinz auf. Da ist er ja, unser Servus, lieber Meister. Heinz. Ich war gerade im Gasgarten. Geht's dir gut? Schon Alles wieder gut? da? Ja, immer. Du warst im Garten? Ja, wir haben Richtig, schönes ja. Wetter mitgebracht. Top, ja. So soll es sein. Wie geht's dir? Immer. Alles bestens, Ja? danke. Und dir? Bist schon eine neue Challenge am Vorbereiten? Noch keine, aber wir werden uns gemeinsam überlegen, denke ich, oder? Ich habe den Leuten gerade gesagt, Schwert-Challenge legendär. Die war top. Ist ja schon mal einer danach geschafft? Nein. Du beim zweiten Mal und das war bis jetzt. Wie sieht es das beim Burger Einzige. Rest aus? Mount Burger Rest warst du auch der Einzige, der das gepackt hat. Ja. Vor allem in 30 Minuten, das ist wirklich starke Leistung. Du hast echt alles gegeben. Aber es haben Kann mich danach, erinnern. aber weißt du was? Du bist ja so ein kleiner Hinterlistiger. Ach so? Ja, weißt du warum? Ich verfolge dich ja. Okay. Und ich habe gesehen, du hast die angepasst auf 60 Minuten. Auf 45 Ja, siehst du, bei Ich mir dachte, war wenn du, 30, ich dachte ne? wenn du sie in 30 packst, wird es hier keinen anderen 45 Ja, schaffen. ja. Bis jetzt hat sich noch keiner getraut. Versucht's gerne mal, Leute. Burger Rest, ihr habt's gehört, ist jetzt auf 45 Minuten Genau. Wenn ihr angepasst die worden. schafft, kriegt ihr einen Monat lang gratis Burger im Zentimeter in 4 Lokalen in Wien. Und damit hast du schon ein Stichwort. Kostenlos, Essen, gratis. Ich bin Ich hier, weiß Bescheid, ja. um mal wieder kostenlos zu essen. Und ich habe gesehen, du hast sogar noch was Größeres im Repertoire, und zwar eine Pyramide. Noch größer als das Schwert ist die Pyramide, ganz genau. Ja. Ja. Und ich habe einen Special Guest mit dabei. Das ist riesig. Ah, sehr Der interessant. kommt jetzt gleich und mit Sehr dem cool. würde ich gerne das Einer aus Ganze... Wien? Ja, tatsächlich. Ein Wiener? Ja. Richtig cool. Vielleicht Ja. kennst du ihn sogar, ist ein Influencer, mit dem habe ich schon mal gedreht. Cool. Und mit dem würde ich gerne die Pyramide mal versuchen Gemeinsam. zu machen. Kann der viel lesen? Leute, schreibt es in die Kommentare, ihr habt ja das Video schon mal gesehen, falls ihr gleich wisst, wer es ist. Ich sag mal so, ich hoffe es heute. Deswegen haben wir uns aber was überlegt, weil ich mir nicht sicher bin, weil ich jetzt gerade schon bei einer Challenge war, ob ich das Ganze schaffe oder nicht. Ah, okay, du hast jetzt schon gegessen, ja? Ja, genau. Wir würden den Betrag, was das kostet, auch wenn es von dir kostenlos ist, sage ich mal, spenden, wenn wir es nicht schaffen. Cool. Das wäre so meine Idee, weil wie gesagt, ich bin sehr skeptisch. Ich weiß, wie deine Portionen sonst sind. Und das haben wir schon quasi vereinbart, dass wenn wir es nicht schaffen, tatsächlich mal spenden. Vielleicht hast du eine Idee, wohin. Wir haben ein Spital ganz in der Nähe, ein Kinderspital, die Ja. forschen für die Krebsforschung. Ja. Die wären super. St. Anna Kinderspital, guter Ja. Tipp. Dann würden wir das machen. Ich weiß jetzt nicht, was die Pyramide kostet. Ich hab sie- 99. 99 Euro? Aber ich weiß, dir ist das ziemlich egal, weil du zahlst ja nicht. So sieht es nämlich aus. Ne? Deswegen, ich habe kostenloses Essen hier. Aber da dachte ich mir, ich muss ja nicht komplett so ausreizen, dass ich dann auch alles verschwende, sondern wir sagen dann so, okay, auch wenn es mitgenommen wird, etc. pp. Wenn wir es nicht schaffen, weil wir machen jetzt keine Challenge, ich sag mal offiziell, aber so ist es immer noch eine Challenge. Normal ist für 6 Personen, aber du bist natürlich ein anderer Maßstab. Das wissen Ich wir weiß, schon. deswegen, ich habe es gesehen und das war so meine Idee. Was hältst du davon? Das ist eine super Idee. Aber ich glaube, ihr schafft das unmöglich zu zweit. Das ist einfach ein riesen Ding zu zweit, meiner Meinung nach unmöglich. Ich glaube, die einzige Chance, dass ihr es packt, ist, dass ich mit einsteige. Was sagt's? Sollen wir mal gemeinsam essen? Das wäre cool, oder? Wie? Du willst mitessen? Ich setze mich zu euch am Tisch, ja. Ich bin jetzt kein Riesenesser, aber ich glaube, ich werde euch trotzdem unterstützen. Du warst sonst immer nur dabei zugucken. Ich denke, ich werde für eine Person essen, du hoffentlich für 4 und dann schauen wir, wer der andere ist, ob der viel essen kann. Dann könnte man es packen. Und Vorschlag meinerseits, weil ich will mich da auf jeden Fall beteiligen, ich finde das eine gute Sache. Ich würde die Summe verdoppeln, das heißt, Zentimeter legt auch nochmal 99 €, also den Wert der Pyramide drauf, Wenn wir es schaffen? wenn wir es schaffen. Ja. Mit oder ohne Zeit? Wir schaffen es. Mit Zeit. Oder sonst, Ja, sonst wird es zu langweilig, glaube ich, fürs Publikum. Was glaubst du, wie lange brauchen wir? Es wird dann irgendwann kalt. Ich glaube, Also für Schwert waren damals 60 Minuten, jetzt sind wir zu dritt. 60 Minuten zu dritt. Pass ist auf, eine dann realistische machen Zeit. wir wirklich mal eine kleine Challenge draus, auch wenn es in der Bestellung ist. Wir spenden den Betrag 99 € auf jeden Fall, Ja. wenn wir es nicht schaffen. Du ich steigst dabei, ja. trotzdem mit ein, aber wenn wir es schaffen, dann bist du dazu verpflichtet, nochmal den doppelten Betrag zu machen. Und so haben wir quasi, ich sag mal, wenigstens Anreiz zu sagen, gerne. wir ballern das in 60 Minuten und Guter verdoppeln den Betrag. Bin ich dabei. Und essen zu dritt Für eine das Ding gute weg. Sache essen, freut mich richtig. Ja. Speisen wie die Richtig Götter, gute- so heißt es, glaube ich. Ne? Coole Sache. Dann lass uns das machen. So machen wir das, ja. Meine Lieben, und ihr seht, wir sitzen schon an unserem Platz. Wir haben schon unsere Pyramide vor uns. Ich sag mal, das, was wir gerade noch in der Hand hatten, haben wir jetzt vor uns gestellt. Und es ist aufgelöst. Wir haben unseren Special Guest, den lieben Marvin, wieder da.
Ich bin hyped und ich esse heute mehr als letztens. Ich habe heute ein gutes Gefühl. Ich habe den Leuten schon angekündigt, es kommt ein Special Guest, es kommt ein Influencer aus Wien und es kommt einer, den die Leute schon kennen. Und wir beide haben ja schon mal zusammen was abgedreht. Freut mich, dass ihr das Ganze gefeiert habt. Du kommst sehr sympathisch rüber. Ich sag nur, die legendäre Grillplatte und Dessert Süßspeise. Leute, schaut euch das Video im Nachhinein gerne an, war super. Und deswegen dachte ich mir, wisst ihr was, die Kombination hat gut gepasst. Er kommt aus Wien, wir sind wieder aus Wien. Wir haben uns jetzt mal angeschlossen und ich sag mal so freuen wir uns jetzt oder sind mal gespannt, ob wir unsere Challenge unter uns schaffen und natürlich auch dementsprechend das Spendenziel. Dich haben wir schon soweit aufgeklärt, das heißt, er ist auch mit im Boot und damit würde ich sagen, worauf warten wir noch? Gehen wir rein in die XXL-Pyramide, oder? Let's go. Oh yes. Einmal da drüber. Über mich drüber, oder? Na sicher. Boah, lasst es bloß nicht fallen, meine Halleluja. Ja. Schwer, Marvin, oder? Was sagst du? Das wird schon nicht Monströs, oder? So, drehen wir mal ich zeig's euch jetzt nochmal. Also, hier ofenfrische Spare Ribs, American Barbecue Style, Wiener Schnitzel vom Huhn, Grillsteaks vom Huhn und die käsigsten Cordon Bleus Wiens vom Schwein. In der Mitte die Beilagen, Potato Wedges, Pommes und Braterdäpfel. Ja. Oben die Grillkukuruz und Soßen, jede Menge mit Löffeln, so kann sich jeder was runternehmen. Sehr geil. Es sieht komplett geisteskrank aus, Leute. Also du hast ja gesagt, easy going, ne? Ja, es sieht jetzt doch noch ein bisschen mehr aus. Guck, das ist das, was ich immer meinte, auch in den Videos, ne, wenn viele mal schreiben, alles easy, schaffe ich, ne? Jetzt steht einmal das Essen vor ihm und schon ist die Tonlage ein bisschen anders. Aber du hast gerade die Tonlage gespuckt. Das ist immer so, die Leute schreiben, esse ich locker alleine, ist nie für 6 Wie bei deinen Challenges. Also, Wie bei deinen Challenges, ne, wo die immer schreiben, ach, ne, wer soll davon sein? So. Ja, ja. Und jetzt hast du hier schon den besten wieder, deswegen habe ich ihn mitgenommen. Sehr gut, ja. Dann kannst du anderen erzählen. Also meine Lieben, ich würde sagen, wir haben pinke Handschuhe dabei, die sehe ich, die sind am Start und dann gehen wir rein da. Also meine Lieben, damit ist alles angerichtet für unsere XXL-Pyramide. Ich sag nur, oder wie wir es zu Beginn gesagt haben, essen wie die Götter, 60 Minuten haben wir Zeit. Wenn wir das Ganze in 60 Minuten schaffen, werden 200 € gespendet, also 2 mal 99 €. Dieser Mann hat dafür gesorgt. Sollten wir es nicht schaffen, dann wird natürlich trotzdem was essen. Also das, was es jetzt hier kostet, für 99 €, was man hier auch für 6 Personen bestellen kann, trotzdem noch gespendet. Wir hoffen, dass es doppelt so viel wird. Wir hoffen, dass wir doppelt so viel essen wie, ich sag mal, für die normalen Personen. Wir gehen rein in die XXL-Pyramide, essen wie die Götter im Zentimeter Wien. Let's go. Wir machen das. Mahlzeit, Material. Mahlzeit. So, rein da. Pommes als erster probieren. Ich mache auch mal die Beilage. Das sind gute Pommes. Sehr gut. Hier, Bratäpfel, rein da. Ja? Warum hast du mir die nicht damals bei Schwert gegeben? Die schmecken geil. Ich finde es schön, dass du Braterdäpfel gesagt hast. Das bedeutet mir was. Boah, Die eine Österreichisierung, Alter. du machst die Challenges ja extra schwer. Deine hier Bratkartoffeln, beziehungsweise hier auch die, was sind das, Curly? Potato Wedges. Bisschen was anderes. Die schmecken ja viel geiler. Schon? Wenn du mir jetzt noch sagst, Ich finde die Braterdäpfel besser. nee. Also ja, aber besser als Pommes auf jeden Fall. Ja, das Ja. Nur das hier beim Schwert dazu tun. Wenn du mir jetzt noch sagst, du hast Süßkartoffelpommes, Beim nächsten Mal gerne, ja. na, ist ja noch was anderes. Stell dir später noch eins und ich gebe es mit Wedges. Ja, ich nehme noch ein Schwert nachher am Ende. Einmal eben. Hast du eins mitgebracht? Kann man wieder was ausspießen. Ich hab's zu Hause, ist es sicher verwahrt. Hängt es an der Wand? Hat es einen guten Platz? Oder liegt es irgendwo im Keller? Es steht im Keller. Aber es hat schon 1, 2 Aufnahmen gefunden. Ja, stimmt, habe ich gesehen, ja. Maiskolben? Maiskolben ist gut. Wir haben ja auch schon viele Challenges gemacht mit Barbecue. Und der Maiskolben, der schmeckt schon dazu. Sind gut, wollte ich gerade fragen, ist nicht Genau das, Sparrow? was du gesagt hast. Boah. Das hast du ja auch gesagt, sind die am meisten hier gegessen werden, ne? Ich sag Bei der immer, Pyramide, ne? wenn der Knochen nicht so aussieht wie jetzt, so es darf gar kein Fleisch mehr drauf sein. Er muss von selber fällt rausfallen. raus. So muss es sein. Dann habt ihr eure Arbeit richtig gemacht. Und dann, was noch geiler ist, wovon ich ja immer der Fan bin, wenn wir eine geile Barbecue-Soße nehmen, oder? Geil. Freut mich. Das ist Hast du immer nicht, schön. hast du Das nicht ist auch immer All You Can Eat Spare Ribs hier? schön. Nein. Nee? Ich glaube, die will mal pleite gehen. Hast du? Ich dachte, das hättest du sogar mal gehabt. Ja, das hättest du mal. Und wenn ich es hätte, würde ich es dir nicht sagen. Na okay, weil ansonsten werde ich nämlich sagen, da muss gleich ein Rekord angenommen werden. Aber ich kann verstehen, Leute, warum hier viele die Spare Ribs bestellen und auch in die Spare Ribs reingehen. Die schmecken wirklich lecker. Also mit der Barbecue-Soße hier, top. Die Marinade, die war schon oben, ist es krank. Top, machen wir selber. 13 Zutaten, voll viel drinnen. Boah. Schmeckt wirklich sehr lecker. Dann haben wir hier Hühner Grillsteak. Hühnergrillsteak. Mit Knoblauch. Boah, mit Knoblauchmarinade. Sehr lecker. Stand jetzt mein Favorite. Dann Wiener Schnitzel, ne? Oder Schnitzel Wiener Art. Da hat er recht. Auch Hähnchen oder Kalb? Hühnchen. Hühnchen. Zart. Gehen wir mal in süß-sauer rein. Cocktailsoße.
Die ist mein Favorite-Soße hier. Rot-Weiß, ja. Die ist mein Ja, Favorite. gesagt, ja. Cocktailsoße. Ansonsten haben wir nur noch hier vorne unser fettes Cordon Bleu, was mit Käse dann noch wahrscheinlich innen drin ist. Ne? Oh, okay. Schaut euch das mal an. Eieiei. Oh, Schinken auch noch drin, wie ich sehe, ne? Kann das sein? Ei, oh, das ist heiß. Rein da? Marvin hat dann einfach schon dreimal so viel gegessen wie wir. Und er redet nebenbei. Ja, ich habe schon dreimal so viel gegessen. Aber ich musste auch dreimal so viel essen, aber ihr könnt jetzt Gas geben. Meine lieben Cordon Bleu, Jetzt schon Gas. Hähnchen, mein Favorite. Was ist euer Favorite von der Platte? Mein Favorite. Ribs. Aber ich wollte es dem Marvin überlassen. Ich habe gesagt, er ist alle alleine auch vorher in der Küche. Wir kommen mal zu seinem Favorite später. Der ist bisher nur bei den Ribs dran. Meine Lieben, wir werden wild, wir werden dreckig, wir gehen ein bisschen rein. Wir haben sogar eine Preiselbeersoße hier. Nee, die wisst ihr was, die machen wir am Ende. Wir gehen jetzt hier und da ein bisschen ins Barbecue, in die Spare Ribs. 60 Minuten Zeit für die größte, vielleicht sogar für das größte Gericht Österreichs. Schreibt's gerne rein, meine Lieben. Wir versuchen es. Mit Barbecue-Soße ist einzigartig. Heinz, 40 Minuten sind es noch. Ich habe gerade gesehen, du hast den ersten Schluck getrunken. Was hast du eigentlich zu trinken? Soda Zitrone. Bist du so ein Fan Soda Zitrone? Schon, ja. Ja. Mit oder ohne Sprudel? Also, du willst nicht ein Bier trinken, aber ich glaube, das wird mich zu sehr sättigen. Obwohl viele Leute schreiben schon immer auch sprudelsättig. Ja. Wie fühlst du dich? Meinst du, okay? Ich fühle mich gut. Ja, ne? Ja, mit zwei coolen Leuten am Tisch. Du hast nur, ja, du aber jetzt essensmäßig meine ich. Essensmäßig fühle ich mich gut, aber langsam am Limit. Du hast jetzt zum Beispiel gerade schon gesagt, fand ich interessant, wenn du jetzt privat essen würdest, würdest du jetzt so sagen, es wäre Ende, weil jetzt bist du so, dass du sagst, du hast gegessen und ist jetzt so, wäre zufrieden in dem Aber Sinne. heute Ne? essen wir für eine gute Sache. So. Deswegen bin ich gespannt. Einfach Ach, weiter essen. und, stimmt, fällt mir gerade ein, du hast gerade noch eine neue Spendensache rausgehauen. Also wir schauen, dass wir jetzt 999 Likes auf YouTube kriegen. Ja. 900.999 Likes auf TikTok, weil da kann man ja öfter liken. Das heißt, bitte einfach draufdrücken. Dann würden wir nochmal, also wir haben ja gesagt, wir spenden einmal den Wert der Pyramide, weil die kostet bei uns für 6 Personen 99 €, den spenden wir fix. Das machen wir mal ganz sicher heute. Wir haben gesagt, wenn wir es schaffen in einer Stunde, dann schenken, dann verdoppeln wir. Ja. Und wenn wir jetzt auch noch schaffen, dass ihr uns so viele Likes gebt, das heißt, wenn die Community auch noch voll dahinter ist, dann spenden wir dreimal den Wert der Pyramide ans St. Anna Kinderspital. Das ist uns nämlich ganz gut. Um es nochmal kürzer zu fassen, damit man es auch versteht. 199 € spenden wir sowieso, weil das kostet jetzt das Essen, ne, was wir drei jetzt hier quasi bezahlen würden für diese Platte. So kostet die bei dir 99 €. 99. Doppelt so viel würden wir spenden, wenn wir das Ganze in 60 Minuten schaffen. Yes, sir. Und du hast gerade nochmal gesagt, wenn wir jetzt ein gewisses Livestream-Stil erreichen, ne, was ihr jetzt in dem Video natürlich nicht mehr seht, aber am Ende seht ihr es, ob wir es erreicht haben, wird nochmal mal 3 gespendet sogar, ne? Also der dreifache Betrag. Meine Lieben, so sieht es hier aus, so ist der Stand der Dinge. Und ich würde sagen, ihr seht, Marvin sieht auch schon anders aus als vor 20 Minuten. Wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Auf jeden Fall gönnen wir uns. Das Einzige, was wir sagen können, die Hähnchen sind leer. Langsam gehen auch die Schnitzel wie eine Art Hähnchen leer. Spare Ribs sind noch da. Ich bin mal gespannt, wie es bei den Beilagen wird. Meine Lieben, halbe Stunde haben wir jetzt angebrochen und damit die Hälfte. Und ich gehe mal wieder zu meiner Linken und gehe mal zu Marvin. Vorbei. Ich gehe lieber zu ihm. Geht gut, bin am Essen. Ich kann gerade nicht reden. Aber mehr wollen wir gar nicht wissen. Also mehr brauche ich gar nicht. Also du bist am Essen und du bist noch dabei. Ich sag nur Leute, allein schon dafür Daumen hoch. Wie sieht es bei dir aus? Mir geht's gut. Ja? Also es geht noch ein bisschen was. Okay, gut. Ich glaube, wir können das machen. Ja, also ich bin auch sehr optimistisch, wenn ich überlege, wir haben jetzt die Spare Ribs gleich durch. Wir haben tatsächlich die Schnitzel wie der Art, hat das Marvin das letzte. Die Hähnchen sowieso hatten wir früh durch. Also es geht vom Fleisch her, aber ich sag mal so, du hast schon ein paar Beilagen genommen, du jetzt auch. Ich snack auch immer da von der Platte. Noch meinen Maiskolben weg. Also mein Lieben, überschaubar. Aber ich sag mal, das Schwierigste, die Beilagen, steht uns noch bevor. Die Cordon Bleus wollen wir uns als nächstes. Oh, genau, die Cordon Bleus, die müssen auch noch runter und da wird der Käse mächtig werden, meine Lieben. Also, weiter Daumen drücken, aber ich sag mal so, 100 €, 99 €, so viel wie die Platte kostet, haben wir sowieso schon. Mal schauen, was noch am Top kommt. Wir geben unser Bestes. Also, ihr habt es gerade gehört, es sind schon nur noch, in Anführungsstrichen, 20 Minuten. Man sieht, Platte, Spare Ribs, fast leer. Man sieht, aber trotzdem, im Verhältnis zu der Zeit, wie wir so die erste halbe Stunde waren, wird es ruhiger und vor allem auch langsamer. Das, was ich nicht gedacht hätte, dass nach einer halben Stunde wirklich noch alle essen. Also GG da an euch beiden. Ach, er quatscht doch da eh nur. Aber ihr seht, es kommen kleine Nicklichkeiten. Wir hatten auch gerade die Geschichte im Livestream, deswegen, falls ihr nicht mal im Livestream dabei seid, kommt gerne vorbei. Cornflakes weich oder, wie er das gerne isst,
von Anfang an dürfen die gar nicht erst weich werden, weil dann kommen sie direkt weg. Die dürfen nicht matschig sein. Ich sag mal so, erst die Milch, dann die Cornflakes, schreibt es gerne mal rein. Die Debatte hatten wir zum Beispiel gerade. Aber sie konnte nicht aufgelöst werden oder wir hatten keine gleiche Meinung. Wo sind die Wiener hier? Wo sind die Österreicher? Bitte erklärt sich, dass man Cornflakes nicht matschig ist. Generell. Und Cornflakes vor der Milch. Das ist ein Muss. Also ihr seht. Dann weiß man, wie viel Milch man überhaupt reingeben muss. Ja, ja. Die Cornflakes, wenn ist die Menge und sagt, okay, da bin ich bereit, Ja. das esse ich heute. Ja. Und dann gibst du die Möglichkeit, dass du genau das richtige Verhältnis hast. Man hat ja also nicht nur komische Namen für irgendwelche Erdäpfel, Bratkartoffeln sind oder Kartoffelsalat, Grillkokoris. was weiß ich, Grillkokoris, Maiskolben, Paradeiser. sondern hat ja auch ganz komische Angewohnheiten, was Essen angeht, meine Lieben. Weniger als 20 Minuten noch on the clock, wir geben unser Bestes und Spaß ist dabei. Also meine Lieben, 10 Minuten haben wir damit angebrochen und damit ja, brennt unsere letzte kleine Update-Runde rein. Und ihr seht, die Spare Ribs sind bis auf 2 jetzt fast weg, muss man ehrlicherweise sagen. Marvin hat schon wieder ein paar Pommes zu sich genommen, hat auch gerade selber gesagt, wenn du jetzt was getrunken hast, merkt man schon, dann setzt sich was hier nach dem kleinen Rübser. Ich bin trotzdem nicht gut, aber. Okay. Ja, Und du hast dich so ein bisschen auf die Maiskolben eingeschossen, ne? ja ich dachte, irgendwer muss sich drum kümmern, oder? Ja, aber ich finde, das ist willst du das. noch einen? Ja, aber nee, also ich lasse ihn dir auch gerne, ich esse ihn auch, sonst ist mir egal. Aber was ich ganz geil finde, das zeigt wieder dieses Beispiel, diese unterschiedlichen Geschmäcker, die man dann nach einer Stunde oder nach 50 Minuten dann neu entdeckt, die am Anfang vielleicht gar nicht zugesprochen haben, weil man mehr Bock auf Fleisch und so hatte. Die sind so, dass die das zwischendurch wieder immer so ein bisschen Man ausmachen. braucht die Abwechslung. Ich finde das total schön, wenn man überall naschen kann. So sieht es nämlich aus. Und da sind wir eigentlich schon beim Beispiel. Hier vorne haben wir noch schön die Cordon Bleus, meine Lieben. Und ich sag mal, ich komme jetzt so zu Trick 88, den ich tatsächlich das letzte Mal in Wien entdeckt habe. Und das ist jetzt gerade, wenn es am Ende schwierig wird, mal jetzt schon auf diese süße, kleine, ich sag mal, erste Nachspeise zu gehen. Eine Preiselbeersoße. Auch die ist hier mit on top. Die haben wir nur hier unten hingestellt, damit sie doppelt und dreifach vorne ist. Probier's. Geil, oder? Ich sag's euch wieder. Na komm, aber ich probier's. Weiß aber mal beim Begeben. Da vielleicht eher weniger. Aber probier sie einfach jetzt mal mit dem einen oder anderen, weil du hast diesen süßen Geschmack und damit geht schon mal wieder viel, viel anders. Direkter Gamechanger, mein Lieben. Wer ist fürs Flugzeug? Siehst du, Marvin jetzt? Ich dachte, wir haben irgendwie einen Draht aufgebaut. Also ich habe den Funken gespürt. Wir gehen rein in die nächsten 10 Minuten. Oh Gott. Ich bin gerade gleich so happy, wenn die Zeit um ist. Ich will aufhören. Wer freut sich aufs Verlieren, Marvin? Ja? Wer freut sich schon aufs Verlieren? Das stimmt. Ich konnte 2 Tage nicht schlafen beim letzten Mal. Ich kann jetzt auch 2 Tage Ja, klar. Wenn du verloren hast? Ja. No, du Armer. Ja, aber gut, dann ist heute schon einen Sieg. Also meine Lieben, damit hört das. 60 Minuten sind um und damit haben wir 1 Stunde lang an der Pyramide gegessen. Erstmal muss ich sagen, zum einen macht es mega durstig. Zum anderen bin ich wirklich mal sehr stolz auf die beiden, dass ihr es wenigstens, und das ist nicht immer so, 60 Minuten durchgegessen habt. Also ihr habt wirklich, das muss man sagen, auch wenn du gerade schon gesagt hast, dir geht es gerade nicht so gut und er steht 1-2% vor dem, was wir hier nicht sehen wollen. Ich denke mal, der eine oder andere von euch schon, aber wir jetzt hier gerade nicht. Muss ich wirklich sagen, GG, also 60 Minuten durchgegessen. Dazu, du sprichst mir jetzt ein Lob aus, dass ich auf 60 Minuten durchgeredet habe. Das hast du auch, aber das ist ja die Kunst, die man ja nicht immer kann oder nicht viele können. 60 Minuten essen und gleichzeitig reden. Na schau. Aber jetzt mal zu einer anderen Sache. Wie war's? Ja, es war geil. Also, ich muss sagen, ich könnte weiter essen, aber in einem sehr langsamen Tempo. Okay. Aber ich weiß nicht, wie lange. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Wird noch was gehen. Ja, okay. Aber halt Aber fair. slow. Fair, finde ich gut. Das ist ja auch das, was ich sage, warum ich auch der Fan davon bin, eher, ich sag mal, große Portionen länger zu essen. Weil es ist halt angenehmer bist als, ich sag mal, kein in Stopfer, 20 Minuten dann. Ist auch eleganter, würde ich sagen. Hat man ein bisschen Zeit zum Plaudern. Ja, und du hast mehr Geschmack. Finde ich auch angenehmer. Aber fairly, also er hat wie gesagt gute Stücke gezogen. Und bei dir, da kommen wir mal zur anderen Seite. Du hast gerade, Keine Worte. in der letzten Ich Minute- habe mehr gegessen als letztens. Das hab stimmt. ich wenigstens eingehalten. aber du hast gerade aber auch gesagt, fairerweise, du bist froh, wenn die Stunde um ist. Ja. Ja. Also, ich sag mal, so ist es halt, ne? Hat mir Aber dadurch, dass wir es nicht geschafft haben und ich auch genug Geld habe, um nett zu sein, geht von mir ein Fuffi auch nochmal ans. Hälfte raus. Ein Fuffi. Bravo, Marvin. Ja, dann würde ich sagen, ich sag mal, fallen deine 100 Euro weg, oder 99 Euro, weil wir es ja nicht geschafft haben. Gemeinsame 99 gespendet. Ja, das heißt,
Was sagt da, Jungs, Mädels, was spenden wir jetzt hier insgesamt on top? 99 € war sowieso eingeplant. Fuffi Von dir nochmal ein Fuffi drauf. Vielleicht von euch. Ich auch einen drauf, muss ich mitziehen. Ich wollte gerade sagen, dann vielleicht mal von euch die Hälfte, von mir die Hälfte. Und dann sage ich mal. 3 Fuffis und einmal die 99. Und die 99. Und dann würde ich sagen, machen wir es doch dann einfach rund und sagen, wir spenden 250 € Jawohl. für ein Gericht, was hier jetzt 99 € gekostet hätte. Dafür mal fetten Applaus an alle. Wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet, ein Favorite. Die Spare Ribs. Ganz klar, Spare Ribs. Bei mir tatsächlich die das Hähnchensteak. Meine Lieben, damit würde ich sagen, räumen wir die Pyramide beiseite. Kennst du es? Ihn verwundert's. Das ist natürlich noch ein schönes Dessert und die darf hier natürlich nicht fehlen. Und ich bin gespannt, wofür sich jeder von uns entscheidet. Da kommt die Nachspeise angeflogen, mein Lieber. Das sieht aber aus wie eine ganze Hauptspeise. Ja, bei uns ist alles groß. Aber wir sind ja zum Glück zu dritt. Okay, nur noch zu zweit, glaube ich. Komm mal, jetzt nimm ihn. Ich lege ihn dir mal hin. Legen mal, seht vorsichtig. Also ich finde, anstandshalber soll das schon kosten, oder? Das ist deiner, mein Lieber. Und ich habe natürlich einen. Ich mache. Also, mein Lieber, was hast du? Wir haben jetzt Butter Chicken für dich, natürlich ausgemacht. Ein absolutes Muss in Wien, einer der beliebtesten Nachspeisen. Wir haben eine mit Erdbeere, Okay, eine mit Marille. Marille ist Aprikose für dich. das weiß ich. Habe ich tatsächlich schon gegessen, ja. Eine mit Nutella. Ja. Und die vierte ist jetzt ein Rätsel für dich mit Povidel. Ich habe es schon im Chat gelesen, beim Livestream hat es einer geschrieben. Pflaumenmus. Ja, und Zwetschge. Zwetschge ist Zwetschge. richtig, ja. Wir sagen Zwetschge. Sehe ich denn, welche ist? Von außen nicht. Okay. Du musst echt mal, also wenn du sie öffnest, dann wirst du natürlich den farblichen Unterschied sehen. Okay, das heißt, ich lasse mich überraschen. Was denkst du, was ist dein Favorit? Grundsätzlich, was ist so? Nutella. Ja, ich meine auch. Ja? Dann gönne ich dir den. Nein. Doch. Du bist Weißt du, mein- welcher Nutella Du bist ist? mein Gast. Du bist mein Weißt Gast. du, welcher Nutella ist? Ich gönne dir den. Wie schaut vielleicht die noch? Nein, oder Povidel, ich weiß nicht. Ich könnte es gar nicht sagen. Vor allem dieses nicht, die schaut so hell aus. Eine von den, wahrscheinlich, ich glaube eine von den dunklen hier. Pass auf, Aber nein, du hast nein, eine 50%ige Chance. bist- weil ich esse Ja, die passt, anderen okay, drei. alles klar. Ne, weil komm, wir haben die Challenge nicht Ja, geschafft. aber Ich gehe in die anderen der Mann drei. kriegt auch noch eine Portion. Ich habe gehört, er ist fertig mit der Welt. Okay, dann nimmst du, entscheidest für den? Okay, dann nehme ich die anderen. Ich nehme die. Nein, ich habe Povidel erwischt. Ja? Nein! War ich am wenigsten, aber ich muss jetzt essen. Ausgemacht ist ausgemacht. Aber sehr lecker. Bei uns heißt es ja tatsächlich eher so Crepe. Also ich glaube eher, weil sie jetzt... Pfannkuchen ist dicker, oder? Pfannkuchen ist eher wie Pancake, halt ist dicker. Crepe eher. Crepe, so wie bei... Aber Crepes sind in der Regel das jetzt Nutella. Marvin hat uns gerade verlassen. Oh, Marvin muss auf Toilette, meine Lieben. Marvin geht auf Toilette. Ich glaube, er konnte nicht mehr zuschauen, wie wir jetzt essen. Sollen wir die Kamera hinterher schicken? Auf Cam. Oh, das ist der mit Erdbeermarmelade? Ja. Ich glaube, er entscheidet spontan. Ehrlich. Sehr, sehr lecker. Du isst den auf? Ich esse den auch, ja. Ich meine, du musst es auch probieren. Ich esse jetzt noch einen Bissen, dann habe ich die Hälfte. Ich merke schon, dass du richtig Lust da drauf. Ich habe gerade mega Bock Na drauf. dann, hau rein. Mal mit Sahne. Oh, der hat aber was. Ist geil, oder? Stark, aber es geht eigentlich immer, oder? Geht zu jeder Nachspeise, muss man Sahne, sagen. Immer geil. Aber mein Favorite, ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorite jetzt hier gewesen wäre. Ist und bleibt Nutella. Meine Lieben, wir müssen uns leider jetzt hier zu zweit verabschieden. Wie gesagt, 250 € werden gespendet. Dazu jetzt ein toller Palatschinken, 4 Stück besser gesagt. Und wir suchen Marvin gleich mal auf, ob es Danke dem fürs wirklich Kommen, noch ja. gut geht. Meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Gerne ein Like Schönen Abend abonnieren. euch, hat mich Wir sehen uns gefreut. auf jeden Fall mal wieder hier. Das freut mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.